wie du mit 2 Umfragen einen E-Mail-Verifizierungsschritt umsetzen kannst. Wenn du in deiner Umfrage ein Gewinnspiel anbietest oder integrierst oder eine Newsletter-Anmeldung integrierst, dann verlangt es die DSGVO an bestimmten Stellen, dass über das Doppel-Opt-in-Verfahren eine Verifizierung der E-Mail-Adresse stattfindet, bevor wir Marketing-Mails oder ähnliches an den Kunden oder an den Interessenten verschicken dürfen. Und wie du das heute oder wie du das mit Easy Feedback umsetzt, werde ich dir in diesem Video zeigen. Wir haben jetzt exemplarisch oder vorab noch, du benötigst dafür 2 Umfragen. Die erste ist deine Hauptumfrage und das zweite ist die Verifizierungsumfrage. Wir haben jetzt vorab die 2 Umfragen schon mal vorbereitet und in der ersten Umfrage relativ einfach aufgebaut. Das ist dann deine Hauptumfrage. Hier haben wir jetzt nur die Newsletter-Anmeldung integriert, das heißt Vorname, Nachname und E-Mail fragen wir ab und wollen dann diese Daten an eine zweite Umfrage schicken, damit die dort bestätigt werden können. So, wie gesagt, hier werden die Daten erfasst. Das ist die erste Frage in der Umfrage. Warum? Kommen wir auch gleich nochmal zu. Und um diesen Prozess zu starten, haben wir in den Einstellungen die Option E-Mail-Antwort. Und hier unter E-Mail-Antwort können wir innerhalb der Umfrage eine E-Mail-Adresse abfragen, wohin diese E-Mail dann gesendet wird. Wir machen das an der Frage 1 im dritten Textfeld, weil wir dort die E-Mail-Adresse abfragen. Haben dann die Möglichkeit, Absenderangaben noch zu tätigen etc. Hier ganz klassisch eine Betreffzeile zu definieren und dann kommt hier unten der Text, der dann auch in der E-Mail zu sehen sein wird. In unserem Beispiel wollen wir die Ansprache persönlich halten. Das heißt, wir wollen den Teilnehmer für die Verifizierung auch persönlich ansprechen und in der ersten Frage, unter der ersten Antwortoption haben wir den Vornamen abgefragt und den können wir hier wieder auslegen mit Question 1, Answer 1. Deswegen eben erste Frage im Fragebogen und so können wir uns auf die dort getätigten Angaben beziehen. Genau, um jetzt diese E-Mail loszuschicken bzw. den Teilnehmer auf die zweite Umfrage zu leiten, brauchen wir erstmal den Link, wo das Ganze hingehen soll. Dazu öffnen wir jetzt einfach mal in einem zweiten Tab die zweite Umfrage, die wir als Verifizierungsschritt nehmen. Hier unten auf den Teil gehe ich gleich nochmal ein. Über den Bereich Teilnehmer einladen finden wir den Link. Den kopieren wir uns hier einfach raus und platzieren den am besten in einer Textdatei. So. Jetzt müssen wir aus der ersten Umfrage die Daten in die zweite Umfrage transportieren. Das können wir mit Variablen und Parametern machen. Das heißt, wir lesen aus der ersten Umfrage die Daten aus, setzen die an den Link und dadurch, dass wir die an den Link gesetzt haben, können wir die in der zweiten Umfrage wieder ausgeben. So, das geht relativ einfach. Das heißt, wir setzen hier ein /Fragezeichen, um diese Technik der Variablen und Parameter zu starten und können uns jetzt den Namen der Variable frei auswählen. Da sind wir völlig frei. In unserem Beispiel würde ich jetzt mal sagen Pre, weil der ist der Pre-Name, der Vorname und ist gleich. Und jetzt kommen die Platzhalter aus Easy Feedback. Question 1, Answer 1. Das heißt, den Vornamen haben wir in der ersten Antwortoption abgefragt. So, dahinter setzen wir ein Kaufmanns-Und, weil es soll weitergehen. Und dann machen wir ein Last für den Last Name und setzen das gleiche wieder und machen jetzt Question 1, Answer 2. Und zum Schluss setzen wir noch ein Mail und dahinter setzen wir auch wieder die eckigen Klammern und sagen Question 1, Answer 3. So, somit hätten wir jetzt den Link zur Umfrage inklusive der Parameter bzw. der persönlichen Angaben des einzelnen Teilnehmers und können das in die zweite Umfrage übergeben. Ich kopiere den präparierten Link. Wir gehen wieder zurück auf die erste Umfrage hier oben. Und hier bei Verify E-Mail, da können wir mit Doppelklick raufgehen. Ich hatte das schon mal vorbereitet, jetzt setzen wir es einfach nochmal neu rein und sehen jetzt auch hier die Platzhalter wieder. So, mit Speichern ist das Ganze abgeschlossen. Wir speichern die Einstellung noch, genau, einmal speichern und gehen dann in die zweite Umfrage. Und hier in der zweiten Umfrage, das habe ich schon mal vorbereitet, sehen wir eine offene Frage und wir sehen hier die Platzhalter Pre, Last, Mail. Das ist genau das, was ich mir eben ausgedacht habe für Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse. Eine kleine Besonderheit noch, das wisst ihr vielleicht noch nicht. Wir können bei der offenen Frage die Antwortoption vordefinieren. Das heißt, ich kann hier schon was reinschreiben, was der Teilnehmer dann in der Umfrage sehen wird. Und das hilft uns jetzt in diesem Schritt, weil er muss dann seine Daten ja nicht nochmal neu angeben, sondern wir zeigen ihm die an, die er in der ersten Umfrage angegeben hat. Und er kann die einfach korrigieren oder bestätigen, je nachdem. Und dafür setzen wir auch wieder Pre, Last und Mail immer in diesen eckigen Klammern als Platzhalter, damit das System weiß, ich muss darauf jetzt achten,
und kann diese Daten ersetzen. So, das war es eigentlich auch schon hier in der Vorbereitung. Wir gehen jetzt wieder in die erste Umfrage und ja, nehmen doch einfach mal teil und gucken uns den Prozess an. So, das ist die erste Umfrage, die ist jetzt relativ nackig aufgebaut, hier steht nicht viel. Hier geht es ja wirklich nur um den Test. So, wir schreiben einmal den Vornamen, wir schreiben den Nachnamen und wir schreiben eine E-Mail-Adresse. Das wäre jetzt hello@easy-feedback.de. Dahin soll dann auch die Verifizierung gesendet werden. Wir schließen das Ganze ab und sehen jetzt auch schon hier, dass die E-Mail direkt bei uns angekommen ist. In der E-Mail haben wir dann den Vornamen, den wir ja eben ausgelesen haben durch den Platzhalter, unseren Text und auch unseren Link. Wenn wir jetzt auf den Link klicken, öffnet sich die zweite Umfrage und wie wir hier schon direkt sehen, der Vorname ist platziert, der Nachname ist platziert und die E-Mail-Adresse ist auch schon platziert. Und wenn ich der Meinung bin, das ist alles richtig als Teilnehmer, kann ich sagen, ich schließe meine Anmeldung ab. Hier eine kleine Abschlussseite. So, was wir jetzt geschafft haben, ist, wir haben von Umfrage 1 zu Umfrage 2 die Daten übertragen. Und wenn wir jetzt in Umfrage 2 einmal in die Auswertung schauen, haben wir jetzt in der Auswertung nur die Personen, die wirklich auch durch den Verifizierungsschritt durchgekommen sind und den abgeschlossen haben. Das heißt, die Daten, die wir haben, sind bereinigte Daten. Wir müssen das nicht nochmal sortieren, exportieren oder extrahieren, um die auseinanderzunehmen, sondern alles, was da angekommen ist, ist korrekt und können wir übernehmen. Wir würden das jetzt hier in den Einzelergebnissen auch nochmal einzeln sehen. Einmal hier vorne sind die Platzhalter nochmal zu sehen. Da sehen wir auch, okay, das hat funktioniert. Beziehungsweise das gibt uns auch einen Korrekturschritt an der Stelle. Wir sehen hier das, was der Teilnehmer ja in der Umfrage angegeben hat. Und hier sehen wir das, was wir mitgeschickt haben. Das heißt, wir haben Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse geschickt. Und das hat der Teilnehmer bestätigt. Wenn jetzt hier eine Abweichung drin wäre, würde man sehen, dass ja irgendwo noch eine Korrektur stattgefunden hat. Als Beispiel jetzt. Aber genau, das sind jetzt die Daten. Die können wir auch hier in den Ergebnissen sehen und die können sich dann einfach per Excel runterladen und dann in ihr eigenes System übertragen, um dann damit zu arbeiten. Das war es auch schon. Wie gesagt, relativ einfach mit 2 Umfragen können Sie einen Verifizierungsschritt, in Klammern das Doppel-Opt-in-Verfahren, anbieten und so halt auch DSGVO-konform Ihre Befragung mit Incentives durchführen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Umfrage.